Denn blaues Licht hat schon so manchen die Bilder versaut. Das Hilfsmittel Nummer 1 ist Natrop. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog. Neben mir sitzt einmal der Flo, denn wir sind mit Plankton Plus heute unterwegs in Hamburg. Denn es gibt ein geiles Endlevel Meerwasserbecken zu filmen. Ich nehme euch heute einfach so ein bisschen Behind the Scenes mäßig mit und wünsche euch viel Spaß. Ja. Ja. So, gucken wir mal. Okay, ja, ich sehe es schon, Los geht's. Also es sieht schon eher aus wie ein Zoo gerade. Ja. Boah, was ist denn hier los? Okay, so, behind the set, sage ich mal. Und zwar bin ich immer noch nach wie vor sprachlos, was für Ausmaße dieses Aquarium tatsächlich hat. Wer da genaueres sehen will, ist natürlich richtig aufgehoben im Video von Plankton Plus. Heute geht es einfach nur einmal um so ein bisschen filmtechnisch. Vielleicht nimmst du gleich die Kamera und ja, wir gucken mal, wie man so ein Becken am besten abfilmt, weil ich bekomme so viele Fragen immer wieder. Was nimmst du für eine Kamera? Was muss ich beachten, wenn ich ein Aquarium filmen möchte oder schön in Szene setzen möchte? Da gibt es so 2, 3 Kniffs, die gebe ich euch heute mit. Aber erstmal will ich noch ganz kurz mit euch hier reinschauen. Ich drehe euch mal um. Zack. So, ihr seht, es ist gerade ganz schön blau hier, das stelle ich aber in den Schnittbildern gleich um. Dieses Becken hier hat eine Grundfläche von 9 Metern. Allein hier dieses Floating Reef, dieser Part, ihr seht den hier, der ist 1,40 Meter lang. Gebt euch das mal. Schaut auch mal, wie riesig diese Tiere hier werden. Das ist ein Kaninchenfisch. Kennt man ja. Da sind 2 Sohals drin. Wo sind die Kollegen? Da ist einer. Schaut euch mal wirklich bitte ganz bewusst an, was das für Klopper sind. Und Palettendoktoren gehen hier schon fast unter. Da sind 5 Paletten drin. Das sind Tiere, die riesige Mengen an Platz brauchen. Und in so einem Becken finde ich das vertretbar. Aber wenn ich mir angucke, in was für anderen Becken solche Viecher gehalten werden, wird es mir bei so ausgewachsenen Exemplaren echt mulmig zumute. Dementsprechend, guckt euch das mal an. Unglaublich, unglaublich. Wer auf die Idee kommt, sich so ein Becken mal locker flockig ins Wohnzimmer zu setzen, der sollte eins beachten. Da braucht man so in etwa Folgendes für. Also ich habe in meinem Leben schon viel gesehen, auch in Zoos, aber das ist wirklich, also das ist einfach nur noch brachial. Wie gesagt, darum soll es gar nicht groß gehen. Schaut euch gerne das Plankton Plus Video an. Da erfahrt ihr mehr. So, Flo hält jetzt einmal ganz kurz die Kamera, weil ich möchte euch zeigen, wie ihr am besten Aquarien, gerade Meerwasseraquarien filmt. Und Nummer 1 ist blaues Licht. Denn blaues Licht hat schon so manchen die Bilder versaut. Denn wir haben ja LED-Systeme im Meerwasser, die enorm blaulastig sind im Gegensatz zum Süßwasser. Süßwasser-Aquarienfilm läuft eigentlich immer relativ easy. Wir können hier Folgendes machen. Wir können einen sogenannten Gelbfilter auf eine Kamera schrauben. Gelbfilter, Gelbfilter, keine Werbung. So sieht das Ganze aus. Gerade für Handykameras super zu empfehlen. Aufnahme ohne Gelbfilter, Aufnahme mit Gelbfilter. Bei so einer Kamera, das ist jetzt eine Sony Alpha 7 IV, da ist ein G-Master drauf, weil auch so viele immer fragen wegen, was hast du für Objektive, was hast du für Einstellungen. Ein G-Master mit einer 2.8er Blende, das 16 auf 35 mm ist das. Da ist es gar nicht mal so leicht, so einen Filter zu finden. Von daher, das regle ich über den Weißabgleich. Ihr seht jetzt einmal das Becken ohne Weißabgleich und dann einmal das Becken mit Weißabgleich gefilmt. Und da könnte man ja schon fast meinen, dass da ein Filter drauf ist, aber das ist tatsächlich alles nur über die digitale Einstellung geregelt.
So kann man sich das ungefähr vorstellen. Zu Hause ist es wirklich immer am besten, wenn ihr die Beleuchtung beeinflusst. Sprich, wenn ihr die Weißanteile hochfahrt und die Blauanteile runternehmt. Das ist eigentlich immer die sicherste Methode, keine Blauübersteuerung in solche Bilder reinzubekommen. Weil es immer schade ist, gerade wenn man tolle Korallen hat, die will man ja zeigen, wenn man das nicht hinkriegt und es so aussieht wie das, was ihr hier gerade seht. Nummer 2, wenn ihr vor dem Becken steht, ihr seht es bei mir gerade, das sieht relativ okay aus, würde ich mal sagen. Flo, was hast du? Ja, super. Passt, ja. Wenn ich jetzt Folgendes mache, wenn ich das Licht, was wir hier haben, diese Softboxen, die habe ich immer dabei, wenn ich das wegnehme, scheint das Aquarium von hinten. So, nochmal hier das aus. Eins ist noch an, glaube ich, irgendwo hier. So. Zack. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sprich, ich muss von vorne arbeiten und muss mich beleuchten, muss also gegen das Licht, was von hinten kommt, schießen, um die Person, die vor dem Meerwasserbecken oder vor dem anderen Aquarium steht, sichtbar zu machen. Ich zeige euch mal die Zweitkamera. Hier ist mein kleines Lager. Und hier drin haben wir einmal die Sony Alpha 6400, auch eine super Kamera, gerade wenn ihr starten wollt in diesen Filmbereich und euch das ganze Thema ein bisschen mehr interessiert. Auch wichtig in dieser Filmthematik sind gerade, was man aus meinen Videos kennt, diese Slow-Mo-Slider-Aufnahmen, die so ein bisschen aussehen, wie wenn man auf Schienen in den Raum fährt. Viele haben auch schon gefragt, hey, wo ich filmen war, wo ist denn dein ganzer Kamerakran? Das ist kein Kamerakran. Das ist nämlich folgendes. Zack. Das hier ist ein Gimbal. Das ist nämlich der DJI RS2. Der ist in der Lage, diese fette Kamera, die du da hältst, was schätzt du, wie schwer ist die? 2 Kilo? 1,5, 2 Kilo? Also das ist wirklich eine schwere Kamera. Ihr braucht also einen richtig fetten Gimbal, um das Ganze halten zu können, damit ihr euch einmal schön smooth durch den Raum bewegen könnt. Was ihr zu Hause machen könnt, um so Effekte, so Bilder, solche Slider-Aufnahmen hinzukriegen, ist ganz simpel. Ihr nehmt nämlich einfach ein Handy. Ich bin ein iPhone-Typ. Ich weiß, Android-Leute, entspannt euch. Aber iPhone ist für mich einfach von der Bildqualität her ein super Tool, um Videos von Aquarien zu machen. Und meine ersten Videos auf dem Kanal sind auch wirklich mit dem iPhone gemacht. Ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen. Das ist wirklich alles iPhone. Das Hilfsmittel Nummer 1 ist sowas hier. Das ist nämlich ein ganz kleiner Gimbal. Das ist sogar noch die Vorversion. Ich glaube, sogar du hast sogar, glaube ich, die aktuellere als ich. Ja. Sachen gibt's. Ihr spannt einfach das Handy ein. Zack. Aktiviert den. By the way, hier ist nichts gesponsert. Also alles hier habe ich mir selber gekauft. Ich habe kein Kamera-Equipment geschenkt bekommen oder ähnliches. Das ist wirklich alles aus meiner Tasche bezahlt worden. Also ich verlinke euch trotzdem mal solche Sachen hier unten in der Videobeschreibung. Aber das ist keine Werbung. Ich bin einfach sehr überzeugt von diesen Produkten. Denn ihr seht schon, dieses Gerät gleicht einmal meine Bewegung aus. Sprich, man ist in der Lage, wirklich ganz entspannte Aufnahmen zu machen, gerade wenn ihr Fische verfolgen wollt. Ihr seht es jetzt hier einmal an dem Doktorfisch. Das funktioniert wirklich super. Wenn ich das Ganze aus der Hand machen würde, hätte ich da wesentlich mehr Probleme. Wenn ihr aber das nicht investieren wollt, könnt ihr auch einfach euer iPhone so nehmen, stabilisiert einmal die Ellenbogen an eurem Körper und habt dann quasi einmal euch selber als Gimbal umfunktioniert. Und so könnt ihr auch sehr gleichmäßige Aufnahmen schon zu Hause mit dem Handy machen. In Kombination mit Gelbfilter bei zu blauem Licht sieht das wirklich im Normalfall richtig gut aus. Und ansonsten, das ist noch mein kleiner Zauberkoffer, den habe ich auch immer dabei. Auch keine Werbung, aber finde ich wirklich super gut. Super Teil. Richtig geil. Hat auch Gelbfilter mit drin. Könnt ihr einfach euer Handy reinlegen. Funktioniert sehr gut, wenn ihr Aufnahmen vom Wasser aus machen wollt. Dann, das ist ein bisschen Mikrozeug, ein bisschen Monitor. Ihr seht, man kann wirklich Unmengen an Equipment kaufen, um ein Video zu optimieren. Aber ich finde, wenn ihr anfangen wollt, selber so ein bisschen in diese Geschichte einzusteigen, tut es oftmals schon das Handy. Also probiert es einfach mal aus. Lasst es mich wissen, ob das funktioniert hat. Und wir fahren jetzt demnächst wieder in Richtung Hanau.